24.04.2023. Zweites Jahr und Tag 59 im Ukraine-Krieg. Dieses Video wurde ermöglicht durch dich. Vielen Dank für das Unterstützen des Kanals durch ein kostenloses Abo, eine Mitgliedschaft oder einfach nur durch das Ansehen der Videos. Dadurch werden tägliche Lageberichte möglich gemacht und diese sind mittlerweile auch so aktuell, dass wir im deutschsprachigen Raum zu den aktuellsten Frontberichterstattern gehören. Ebenfalls bedanke ich mich sehr dafür, dass fast 1000 von 10.000 wiederkehrenden Zuschauern sich in den letzten Tagen dazu entschlossen haben, den Kanal zu abonnieren, was mich in meiner Arbeit extrem unterstützt. Das war nur kurz in eigener Sache, weiter geht's mit dem Frontgeschehen. Im Gebiet des Brückenkopfs passierte recht wenig. Die ukrainischen Soldaten werden durch Schnellboote von der gegenüberliegenden Flussseite aus versorgt und währenddessen graben sie sich immer weiter im blau hinterlegten Bereich ein. Im gelben Bereich konnten diverse Ausbruchsversuche durchgeführt werden, da die russischen Soldaten anscheinend über Kommunikationsschwierigkeiten mit deren Vorgesetzten verfügen und nicht auf die Errichtung des Brückenkopfs reagieren konnten. Wir können also davon ausgehen, dass das gelb markierte Gebiet auch unter Kontrolle der AFU ist. Russland hat bereits damit begonnen, die wenigen Gebäude in dem Sektor aktiv mit Artillerie unter Beschuss zu nehmen. Da die Gefahr des Brückenkopfs zuerst auf russischer Seite kaum ernst genommen wurde, bemühen sie sich jetzt im Nachhinein, das Gebiet wieder zurückzuerobern. Ob ihnen das gelingen wird, bleibt fraglich. Schließlich verstärkt die Ukraine den Brückenkopf im Stundentakt. Laut dem Institute for the Study of War soll das Gebiet südlich von Cherson das so ziemlich unorganisierteste und unterbesetzte Gebiet der russischen Streitkräfte sein. Die dort stationierten Soldaten sollen stark dezimiert sein, da man die meisten zur Verteidigung der Anlagen im Norden von Melitopol oder für den Kampf in Bachmut und um Awdijiwka abgezogen hatte. Und weiter im Osten, an den Stellen, an denen die AFU ebenfalls versuchte, das Flussufer zu überqueren und dabei scheiterte, gibt es neue Meldungen über weitere versuchte Landungen. Dabei gibt es aber keinen Bericht über den Ausgang der versuchten Landungen. Demnach gehe ich davon aus, dass diese ebenfalls scheiterten und die Russen die amphibische Operation an dieser Stelle bekämpfen konnten. Im gestrigen Livestream sagte ich bereits, dass die Ukraine die Gräben der Russen vereinzelt unter Beschuss nehmen. Nun gibt es viele Meldungen darüber, unter anderem auch vom russischen militärischen zivilen Sicherheitsrat aus der Region, dass der Beschuss und die Intensität der Artillerieangriffe extrem zugenommen hatte. Wie ich bereits gestern im Stream sagte, zeigt ein vermehrter Angriff durch die Artillerie, dass die Vorbereitungen für die Offensive bald zu Ende gehen werden. Außerdem wurden, laut russischen Quellen, mehrere Bataillone in die unmittelbare Frontnähe gebracht, welche Teil der Offensive sein sollen, sowie die beiden mechanisierten Infanteriebrigaden 116 und 118 weiter im Norden. Gestern sagte ich ja auch bereits, dass mechanisierte Infanterie sich besonders gut für eine solche Offensive eignet und heute kommt schon die Meldung über die Verlegung beider Brigaden in das Gebiet um Saporischschja. Bei Bachmut geht Russland anscheinend in die letzte Runde und schmeißt alles rein, was noch möglich ist. Artillerie, TOS-1 Raketenwerfer, Fallschirmjäger und Wagner-Söldner beschießen die letzten Stellungen der Ukraine in Bachmut. Dabei werden die russischen Einheiten an Bachmut gebunden und fehlen dabei an anderen Stellen an der Front. Russland hat weiterhin die höchsten Verluste in Bachmut, jedoch beginnt auch hier ein Rennen gegen die Zeit. Fällt Bachmut nämlich zu früh, dann werden mehrere tausend Soldaten wieder an andere Frontabschnitte verlegt und stärken somit die russische Verteidigung. Auf der russischen Seite kann man aber auch sagen, dass wenn Bachmut nicht schnell genug erobert wird, die Gegenoffensive mit aller Härte zuschlagen kann und auch Bachmut in Gefahr wäre, da die Soldaten sich seit Monaten im Kampfgeschehen befinden und durch frische neue Soldaten angegriffen werden. Beide Parteien haben somit ein hohes Interesse, die Stadt so lange es geht zu halten oder eben so schnell es geht zu erobern. Ob sie es schaffen oder nicht, wird uns die Zeit zeigen. Damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht.